Ich würde mich jetzt hier wieder für 2 basisnahe Zapfen entscheiden und dann kann man eine Rebe eigentlich, wenn man will, sogar im Kreis binden. Wir befinden uns gerade vor der Polsdorfer Stadtpfarrkirche und Polsdorf ist ja die Wein- und Marillenstadt Österreichs. Deswegen haben wir auch hier vor unserer Kirche schöne Spalierreben stehen. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist die Spaliererziehung eine Heckenerziehung und eignet sich nicht nur für die Produktion von Keltertrauben, sondern genauso auch für Tafeltrauben. Deswegen auch im Hausgarten eine super Sache. Reben sind besonders erziehungsfreudig. Man kann eigentlich fast alles aus ihnen machen, wenn man sie nur richtig pflegt. Wir haben ja auch schon 2 andere Videos zum Rebschnitt für euch gedreht. In einem, in dem wir eine Pergola erziehen und im anderen, wo wir eine Stockkultur schneiden. Die Videos verlinke ich euch an der Stelle schon mal oben in der Infokarte. Schaut bei denen auch unbedingt vorbei. Ich möchte euch aber gar nicht so lange auf die Folter spannen, denn in diesem Video soll es ja um den Schnitt von Spalierreben gehen. Ein Thema, das immer wichtig ist, egal welche Obstart man schneidet, ist der richtige Schnittzeitpunkt. Und der ist bei Reben eigentlich immer im Winter. Warum ist das so? Wenn die Reben im Herbst den Blattfall haben, dann lagern sie bis ca. 4 Wochen nach dem Blattfall noch Nährstoffe von den Trieben in die Nodien, also einerseits in die Knospen ein, an die Triebbasis, aber auch in die Wurzel. Der Prozess geht dann bis in den Frühwinter maximal, spätestens dort ist er aber dann abgeschlossen. Deswegen unsere ganz klare Empfehlung, damit man eben eine gute Holzreife hat, nicht zu früh schneiden, eher noch nicht im Dezember, sondern alles, was dann ab dem neuen Jahr ist, Jänner, Februar, Anfang März, das sind gute Zeitpunkte für den Rebschnitt. Der ein oder andere von euch hat bestimmt schon gesehen, dass Winzer auch im Sommer eine Art Rebschnitt durchführen. Das ist aber kein wahrer Rebschnitt, sondern das ist das Wipfeln der Triebe, der jungen Triebe. Das ist auch hier passiert. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass hier auch die Triebspitzen im Sommer geschnitten wurden. Warum macht man das? Einerseits, damit man eine noch bessere Belichtung hat, damit sich keine Glocken bilden, die Triebe nicht überhängen, damit man einfach eine gut besonnte Laubwand hat. Und auch das ist einerseits förderlich für eine gute Holzreife, aber auch für die Traubenqualität und es vermindert Krankheiten. Je luftiger eine Laubwand ist, desto besser können nach Niederschlägen die Blätter und das Holz abtrocknen, weil ja mehr Luft und Licht in die Laubwand kommt und dadurch auch Krankheiten wie Peronospora und Oidium vermieden werden. Peronospora und Oidium, das sind die Fachbezeichnungen für den echten und falschen Mehltau. Wenn euch auch das interessiert, dann machen wir ein eigenes Video für euch, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Wichtigste, wenn ihr diese Krankheiten vermeiden wollt, ist aber schon einmal resistente Sorten zu pflanzen. Deswegen haben auch wir ausschließlich pilzwiderstandsfähige, resistente Tafelsorten bei uns in unserer Baumschule im Programm. Auf was muss man jetzt neben dem richtigen Schnittzeitpunkt beim Rebschnitt noch achten? Noch viel wichtiger als bei anderen Obstarten ist es, dass man auf gesundes, kräftiges, aber nicht zu mastig gewachsenes Holz schneidet, weil bei den Reben noch viel mehr als bei anderen Obstarten dieses schon den Ertrag und die Qualität der nächsten Jahre mitsteuert. Also wenn man nur schwaches Holz belässt, hat man automatisch auch geringere Erträge und nicht ganz so hohe Qualitäten, wie wenn man hier einfach kräftiges, gut ausgereiftes Holz hat. Was genauso auf keinen Fall am Stock belassen werden sollte, sind Krankgetriebe. Und das möchte ich euch jetzt hier auch zeigen. Hier haben wir zum Beispiel ein gutes Exemplar, bei dem man schon Pilzfiguren, das sind diese schwarzen Pünktchen, die ihr hier seht, erkennen kann. Solches Holz eignet sich überhaupt nicht, um es zu belassen, sondern das sollte unbedingt herausgeschnitten werden. Anders dann hier, wo wir eigentlich ein gesundes Holz haben, auch mit einer akzeptablen Holzreife. Allerdings ist dieses noch sehr schlank. Wir sagen normalerweise, dass man mindestens bleistiftstarke Triebe belassen sollte. Alles, was dünner ist als Bleistiftstärke, eignet sich auch nicht, um gute Qualitäten zu produzieren. Ich möchte euch das hier jetzt noch einmal zeigen, auf was es genau ankommt. Also ich habe jetzt hier nochmal einen eindeutig kranken Trieb, der eben Pilzkörper schon, diese schwarzen Pünktchen aufweist. Wenn ich diesen Trieb biege, bricht er sofort ab. Hier habe ich jetzt aber einen sehr schön ausgereiften Trieb, der eben auch sortentypisch braun ist,
Das kann jetzt unterschiedlich sein, von Kastanienbraun bis Semmelbraun. Gibt es keine genaue Vorgabe, ist eben Sorten unterschiedlich. Und wenn ich jetzt diesen biege, dann hört man es leicht knistern, aber der Trieb bricht nicht sofort. Wenn man diesen Trieb jetzt komplett durchbiegt, zerstört man immer den Bastteil darin. Das ist eben das, was knistert. Das ist der Saftstrom nach unten oder auch Phloem genannt. Und dann kann man eine Rebe eigentlich, wenn man will, sogar im Kreis binden. Dieser Trieb würde trotzdem im Frühjahr wieder gesund austreiben. Genau diese Eigenschaft, dass man eben trotz gebrochenem Bastteil einen gesunden Trieb behält, der macht Reben so erziehungsfreudig und deswegen kann man eigentlich jedes Erziehungssystem, das einem beliebt, mit Reben auch machen. Ein weiteres Indiz für einen gesunden Trieb ist, wenn man schneidet und die Schnittfläche innen grün ist. Bei einem Trieb, der nicht mehr gesund ist oder sogar tot ist, wie der vorherige durch den Pilzbefall, wäre diese Schnittfläche dann innen nicht saftig grün, sondern wäre weißlich, grau, trocken. Dieser Trieb treibt dann im Frühjahr auch nicht mehr aus. Machen wir uns jetzt aber mal ans Eingemachte und schneiden wir unseren ersten Rebstock. Der Klassiker beim Spaliersystem ist es, 2 Strecker und 2 Zapfen zu belassen. Was bedeutet das? Das sind noch ganz wichtige Begriffe, die man jetzt kennen muss. Als Strecker bezeichnen wir Fruchtholztriebe, die wir lange lassen. Diese sollen uns im kommenden Jahr dann den Ertrag bringen. Und als Zapfen bezeichnen wir kurze Triebe, die wir auf 1 bis 2 Augen schneiden. Diese sind das sogenannte Ersatzholz. Diese sollen 1 bis 2 neue starke Triebe fürs kommende Jahr bilden, auf denen wir dann wieder die Strecker schneiden können. Schauen wir uns jetzt noch an, wie das im letzten Jahr umgesetzt worden ist. Hier wurde ein Trieb lang gelassen und flach gebunden auf dem sogenannten Kordondraht. Und auf diesem haben wir dann jetzt wieder viele starke Triebe bekommen. Und hier haben wir dann im letzten Jahr die Früchte gehabt. Sind natürlich jetzt bereits geerntet. Anders haben wir hier bereits einen 2 Jahre alten Zapfen. Da kann man gut erkennen, dass man hier dann bereits im Vorjahr wieder einen Strecker bekommen hat. Also hier kann man gut diesen Wechselschnitt erkennen. Mit Wechselschnitt spricht man immer von einmal lang, einmal kurz. Das lange Fruchtholz und das kurze Ersatzholz. Genau diese Auswahl müssen wir jetzt auch treffen. Was sollen unsere Strecker und unsere Zapfen fürs kommende Jahr werden? Dabei gilt jetzt, die Zapfen immer möglichst nah an der Basis zu schneiden. Wenn man mit den Zapfen immer weiter nach außen wandert, würde so auch der Kopf des Stockes immer größer werden und man wandert immer weiter nach außen. Deswegen Zapfen immer basisnah. Der Strecker darf ruhig auch basisnah entspringen, sollte aber eben so wie dieser zum Beispiel ein kräftiger, gut ausgereifter Trieb sein, den man dann beim Spalier an einem Draht flach binden kann. Im Idealfall steht er natürlich schon, so wie der hier, in die richtige Richtung. Wenn er das nicht tut, dann muss man ihn flach binden. Nachdem wir uns jetzt unsere Triebe ausgesucht haben, können wir jetzt mal alles wegschneiden, was wir definitiv nicht mehr brauchen. Also ich würde jetzt hier für die linke Seite einen Zapfen, einen Strecker wählen. Als Zapfen basisnah diesen Trieb, als Strecker, weil er auch schon so perfekt in die Richtung hinüber steht, würde ich diesen Trieb hier wählen. Das bedeutet, der ganze Rest kann weg. Deswegen setze ich jetzt die Schere mal hier an. Und das ist jetzt auch anders als bei vielen anderen Obstarten. Beim Rebschnitt kann man nämlich mit gutem Gewissen 90% des Holzes jedes Jahr wegnehmen und man hat im nächsten Jahr wieder traumhafte Qualitäten. Wenn man einen Apfel, Zwetschgen, Marillenbaum so schneiden würde, hätte man kaum bis gar kein Obst, endlos viel Wachstum und definitiv keine Freude mit seinen Bäumen. Beim Wording, beim Rebschnitt, muss man auch etwas aufpassen, wenn man es von Obstbäumen gewohnt ist. Wenn man nämlich von starkem Rebschnitt spricht, dann redet man davon, dass man lange Triebe mit vielen Augen belässt oder viele Augen pro Stock. Wenn man ja von starkem Obstbaumschnitt redet, dann spricht man davon, dass man die Bäume stark zurückschneidet, wenig belässt. Also auch hier Unterschiede beachten.
Nachdem wir jetzt das ganze überflüssige Holz entfernt haben, können wir jetzt die endgültige Länge des Streckers und des Zapfens bestimmen. Ein Richtwert, an dem man sich orientieren kann, sind so 7 bis 8 Augen für einen Strecker und 2 Augen für einen Zapfen. Es gilt natürlich, je weniger Augen man belässt, desto bessere Qualitäten wird man ernten, allerdings natürlich auch, desto geringer der Ertrag. Es gilt auch, besonders großtraubige Sorten schneidet man tendenziell kürzer, eher 6 bis 8 Augen. Kleintraubige Sorten kann man auch etwas länger, 9 bis 10 Augen lassen. Tafeltrauben, die im Regelfall große Trauben sind, schneidet man aber eigentlich immer kurz. Der Profi zählt jetzt natürlich beim Schnitt nicht, damit wir jetzt aber genau 8 Augen zusammenbekommen. Mache es jetzt sicher mal mit euch. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nach den 8 Augen schneide ich circa 1 cm über dem Knoten, über dem Auge ab. Bei Reben ist es jetzt anders, bei Obstbäumen. Bei Reben belässt man eben diesen 1 bis 2 cm Stummel, weil das Holz sonst zurücktrocknet und das Auge darunter beschädigt werden kann. Nachdem wir jetzt unseren Strecker geschnitten haben, können wir das andere Holz hier drunter ausputzen. Dabei schauen wir jetzt, dass wir keine Augen stehen lassen, weil sonst würden ja diese ebenfalls wieder austreiben. Auch hier und hier hinten kann ich ausschneiden. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Zapfen, nachdem wir uns für den Strecker entschieden haben. Hierbei würde ich mich für diesen entscheiden, ganz einfach, weil er der Trieb mit der schönsten Holzreife ist und der kräftigste. Auch hier zähle ich 1, 2 Augen und schneide circa 1 cm über dem Auge ab. Also hier ist jetzt unser Strecker mit dem Fruchtholz und hier unser Zapfen mit den 2 Augen, die uns die Strecker fürs nächste Jahr bilden sollen. Das gleiche, was wir jetzt auf der einen Seite gemacht haben, machen wir jetzt auch noch hier. Auch hier suchen wir uns jetzt einen Zapfen und einen Strecker aus. Ich beginne zuerst mit dem Zapfen. Da wähle ich diesen, weil er eben auch basisnah ist und ein schönes Holz hat. Schneide auch diesen auf 2 Augen. Für den Strecker entscheide ich mich jetzt für diesen Trieb. Hier schneiden wir wieder lange auf ca. 8 Augen. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und schneiden wieder ca. 1 cm über der Knospe. Das ganze restliche Holz entfernen wir jetzt auch hier. Und somit sind wir im Großen und Ganzen mit dem Rebschnitt schon fast fertig. Ein bisschen Kosmetik könnte man natürlich noch betreiben, und zwar, wenn man hier immer wieder Ranken oder Geiztriebe sieht, dann kann man diese noch schön ausputzen. Und wenn man das auch gemacht hat, auch hier am Kopf des Stockes keine Triebe mehr entstehen, keine Augen mehr sichtbar sind, ist man mit dem Rebschnitt schon fertig. Weil jetzt gerade die Sonne rauskommt und in der Sonne das Arbeiten doppelt Spaß macht, zeige ich euch noch einen zweiten Stock als Anschauungsbeispiel. Den schneide ich jetzt aber etwas schneller. Ich würde mich jetzt hier wieder für 2 basisnahe Zapfen entscheiden, die ich wieder auf jeweils 2 Augen schneide, und hierfür 1, 2 Strecker. Alles überschüssige Holz kann jetzt entfernt werden. Hier entferne ich auch wieder die Ranken und den Strecker vom Vorjahr. Und somit ist er eigentlich auch schon wieder fertig geschnitten. Wir sind jetzt für euch auch noch in einen Weingarten gefahren, der mit der Maschine gelesen wurde. Deswegen hängen hier noch die Traubengerüste und wir können euch sehr gut zeigen, wo Reben eigentlich fruchtbar sind. Hier sieht man nämlich sehr schön, im Regelfall hat eine Rebe 2 Trauben pro einjährigen Trieb. In Ausnahmefällen, so wie hier, an besonders fruchtbaren Trieben sogar 3 Trauben. Wenn man jetzt hier darauf achtet, dann erkennt man, dass die basalen Augen, das erste bis zum im Regelfall das dritte Auge, keine Trauben besitzen. Die sind eigentlich relativ unfruchtbar. Die fruchtbarste Zone haben dann die meisten Sorten zwischen dem 4. und dem 7. Auge, und genauso ist es auch hier. Das 4. und das 5. Auge, hier waren dann die Trauben aus dem letzten Jahr.
In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß mit euren Reben zu Hause. Ganz egal, ob ihr es jetzt als Spalier, als Pergola, als Stockkultur oder in einem anderen System erzieht. Wir wünschen euch alles Gute, einen guten Rutsch und viel Gesundheit fürs kommende Jahr. Das ist das Wichtigste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch ein Like da und abonniert den Kanal. Würde uns riesig freuen, wenn wir die 12.000 Abos noch in diesem Jahr schaffen. Wir wünschen euch schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Pohlsdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.